Ein Zuschauer schrieb unter meinem Video folgenden Kommentar: Die meisten wissen nicht einmal den Unterschied zwischen radikal und extremistisch. Ich kam nicht umhin, diese Aussage zu bestätigen. Was aber ist jetzt wirklich der Unterschied zwischen radikal und extremistisch? Wisst ihr das? Hallo Leute, heute packen wir ein Thema an, das viele von euch offensichtlich verwirrt. Den Unterschied zwischen radikal und extremistisch. Keine Sorge, ich bringe Licht ins Dunkel. Also, lasst uns das Rätsel lösen und ins Video starten. Klären wir doch mal so richtig auf. Der Unterschied zwischen radikal und extremistisch kann manchmal etwas verschwimmen, weil beide Begriffe mit starken Ansichten und Handlungen verbunden sind. Aber es gibt Unterschiede in der Bedeutung und im Kontext. Radikal. Dieser Begriff bezieht sich oft auf eine Haltung oder einen Standpunkt, der grundlegende Veränderungen oder tiefgreifende Reformen in einem bestimmten Bereich oder System fordert. Radikale Ansichten können innerhalb des Rahmens der Legalität und des demokratischen Prozesses existieren. Zum Beispiel könnte jemand radikale Ansichten über Bildungsreformen haben, ohne dabei extremistisch zu sein. Extremistisch. Hier geht es über bloße radikale Ansichten hinaus. Extremisten neigen dazu, extreme und oft unversöhnliche Ansichten zu haben, die außerhalb des akzeptierten Mainstreams liegen. Diese Ansichten können Gewalt oder illegale Methoden zur Durchsetzung ihrer Ziele rechtfertigen. Extremismus wird oft mit Fanatismus und der Ablehnung demokratischer Prozesse verbunden. Kurz gesagt, während radikal, genau hinhören bitte, oft eine tiefgreifende Veränderung innerhalb der bestehenden Strukturen anstrebt, impliziert extremistisch oft eine Bereitschaft, über die Grenzen der Legalität und des gesellschaftlichen Konsens hinauszugehen. Das eine ist innerhalb vorhandener Strukturen, das andere über die Grenzen der Legalität und des gesellschaftlichen Konsenses. Soll ich es wiederholen? Das muss sitzen, bevor wir hier weitermachen. Hoffe, das klärt ein bisschen auf. Der Absatz weiter oben, kurz gesagt, macht es für mich ziemlich deutlich. Danke. Kannst du mir die beiden Wörter etymologisch erklären? Klar. Lass uns das mal aufdröseln. Radikal. Das Wort radikal stammt vom lateinischen Wort radix, was Wurzel bedeutet. Wenn man radikal ist, geht man an die Wurzeln eines Problems oder einer Idee heran und versucht, tiefgreifende Veränderungen von Grund auf zu bewirken. Das ist also ein ganz wörtlicher Ansatz, der sich auf die Ursprünge oder Grundlagen von etwas konzentriert. Extremistisch. Dieses Wort leitet sich vom lateinischen extremus ab, was äußerster oder letzter bedeutet. In einem Kontext, der übertriebene oder unversöhnliche Ansichten beinhaltet, bezieht sich extremistisch darauf, dass man an den äußersten Rändern oder Grenzen einer Idee oder Überzeugung steht. Es betont eine Position, die weit außerhalb des Mainstreams oder der allgemein akzeptierten Meinung liegt. So, hoffentlich gibt dir das ein bisschen mehr Klarheit über die Ursprünge und Bedeutungen dieser beiden Begriffe. Was ist jetzt der Unterschied zwischen rechtsradikal und extremistisch? Genau genommen kann es ja nach deiner Erklärung hier kein rechtsextremistisch geben, oder? Oh, das ist eine wichtige Frage, Georg. Lass uns das mal auseinandernehmen. Rechtsradikal. Wenn jemand als rechtsradikal bezeichnet wird, deutet es auf eine politische oder soziale Position hin, die sich weit rechts im politischen Spektrum befindet. Es geht oft um nationalistische, autoritäre oder konservative Ansichten, die jedoch nicht zwangsläufig mit Gewalt oder illegalen Methoden verbunden sind. Rechtsradikale können den Status quo herausfordern und für tiefgreifende Veränderungen im Sinne ihrer Ideologie eintreten.
rechtsextremistisch. Hier wird es heikler. Der Begriff rechtsextremistisch bezieht sich auf Ansichten und Aktivitäten, die über rechtsradikale Positionen hinausgehen und Gewalt, Diskriminierung oder den Einsatz illegaler Mittel zur Erreichung politischer Ziele rechtfertigen. Es impliziert oft eine Ideologie, die den demokratischen Prozess und die Menschenrechte ablehnt. Jetzt zur Frage, ob es Rechtsextremismus geben kann. Ja, der Begriff wird oft verwendet, um bestimmte extremistische Bewegungen oder Ideologien zu beschreiben, die Gewalt, Rassismus oder andere extreme Ansichten befürworten und rechtsgerichtet sind. Es ist wichtig zu betonen, dass nicht alle rechtsradikalen Ansichten zwangsläufig extremistisch sind. Aber wenn sie Gewalt oder illegale Mittel unterstützen, spricht man von Rechtsextremismus. Also, während rechtsradikal eher eine politische Position beschreibt, die außerhalb des Mainstreams liegt, deutet rechtsextremistisch auf eine gefährlichere und oft gewalttätigere Ideologie hin. Ich hoffe, das macht den Unterschied klarer. Das kann man doch dann über jede Gesinnung legen, linksextrem, mitteextrem. Du bringst einen guten Punkt, Georg. Das Thema ist komplex und ja, theoretisch könnte man ähnliche Begriffe für andere politische oder gesellschaftliche Richtungen verwenden. Aber es gibt einige spezifische Gründe, warum rechtsextremistisch oft besonders hervorgehoben wird. Historischer Kontext. In vielen Ländern, insbesondere in Europa, hat der Rechtsextremismus eine spezifische historische Verbindung zu extremistischen und gewalttätigen Bewegungen, die auf rassistischen, nationalistischen oder autoritären Ideologien basieren. Die aktuelle Bedeutung. In der heutigen Zeit wird der Begriff Rechtsextremismus oft verwendet, um auf Bedrohungen für die Demokratie, Menschenrechte und soziale Stabilität hinzuweisen, die von rechtsextremen Gruppen oder Individuen ausgehen könnten. Nuancen und Kontext. Während es theoretisch möglich wäre, ähnliche Begriffe für andere politische Richtungen zu verwenden, gibt es oft spezifische soziale, kulturelle und historische Kontexte, die den Fokus auf Rechtsextremismus legen. Das heißt nicht, dass es keine Diskussion über andere Formen des Extremismus gibt, wie etwa Linksextremismus oder Mitteextremismus, wenn es so etwas überhaupt gibt. Aber der Begriff Rechtsextremismus hat oft eine besondere Bedeutung und Dringlichkeit, basierend auf historischen und aktuellen Entwicklungen. Also ja, du könntest ähnliche Konzepte für andere Bereiche diskutieren, aber die spezifischen Implikationen und der Kontext können sich hier unterscheiden. Zur aktuellen Bedeutung. Das kenne ich aber auch aus der linken Seite oder aktuell die Regierung in Deutschland. Beides bedroht doch die Demokratie. Natürlich subjektiv betrachtet, aus meiner Sicht betrachtet. Ungeachtet dessen, dass wir in Deutschland ja keine Demokratie haben. Ja, die Bedrohung der Demokratie kann natürlich aus verschiedenen Richtungen kommen, nicht nur aus dem Rechtsextremismus. Es gibt auch Diskussionen über Linksextremismus, Extremismus in der Mitte oder autoritäre Tendenzen in der Regierung, die demokratische Prinzipien infrage stellen könnten. Linksextremismus. Auch der Linksextremismus kann in bestimmten Kontexten als Bedrohung für die Demokratie angesehen werden, besonders wenn er Gewalt oder Unterdrückung von Meinungen unterstützt. In einigen Ländern gibt es Gruppen oder Bewegungen, die als linksextremistisch betrachtet werden, weil sie radikale Ansichten vertreten und den Einsatz von Gewalt rechtfertigen. Regierungstendenzen, wie du oben erwähnt hast. Klar, auch innerhalb der Regierung oder der politischen Mitte können autoritäre Tendenzen entstehen, die demokratische Prinzipien in Frage stellen. Es ist wichtig, wachsam zu sein und diese Tendenzen zu kritisieren
unabhängig von der politischen Ausrichtung. Es ist also nicht nur eine Frage des Rechtsextremismus. Die Herausforderung besteht darin, ein Gleichgewicht zu finden und alle Formen von Extremismus oder autoritären Tendenzen kritisch zu betrachten, die die Grundlagen der Demokratie untergraben könnten. Jetzt brennt mir eine Frage dermaßen an den Fingernägeln. Ich versuche sie sehr vorsichtig zu stellen. Nachdem wir jetzt alle Formen von radikal, extremistisch kennengelernt haben, etymologisch, denotativ, historisch, politisch, wie ordnest du aufgrund dieser Beschreibung einen Aufruf von einer angeblich demokratischen Regierung, ein Verbot einer ihr nicht genehmen Partei? Nun, die Frage, wie man einen solchen Aufruf einordnen würde, ist in der Tat heikel und komplex. Wenn wir die Begriffe radikal und extremistisch in ihren verschiedenen Dimensionen betrachten, können wir einige Überlegungen anstellen. Erstens, politisch und rechtlich. In einer demokratischen Gesellschaft sollte der politische Prozess transparent und rechtsstaatlich sein. Ein Verbot einer politischen Partei muss auf einer soliden rechtlichen Grundlage und unter Einhaltung demokratischer Prinzipien erfolgen. Ein Verbot allein aufgrund politischer Differenzen könnte als Eingriff in die Meinungsfreiheit und den demokratischen Prozess interpretiert werden. Zweitens, historisch. Historisch gesehen sind Parteiverbote in Deutschland ein sensibles Thema, insbesondere im Kontext der Erfahrungen mit dem Totalitarismus im 20. Jahrhundert. Es gibt hohe rechtliche und ethische Hürden für ein solches Vorgehen. Drittens, denotativ und etymologisch. Wenn radikal als tiefgreifender Wandel innerhalb des bestehenden Systems und extremistisch als Bereitschaft zur Verletzung demokratischer Prinzipien definiert wird, dann könnte ein Verbot einer Partei als extremistisch angesehen werden, wenn es nicht auf klaren und objektiven rechtlichen Kriterien basiert. Viertens, Konnotation. Die Konnotation eines solchen Aufrufs wäre wahrscheinlich stark polarisierend. Ein solches Vorgehen könnte als Versuch gesehen werden, politische Gegner auszuschalten, was die demokratische Debatte und den politischen Diskurs untergraben könnte. Zusammengefasst wäre ein solcher Aufruf also in einem angeblich demokratischen Staat höchst umstritten und könnte als anzeigend für einen Mangel an demokratischer Reife oder ein unverhältnismäßiges Vorgehen gegen politische Gegner interpretiert werden. Es wäre ein Thema, das eine gründliche Analyse und Diskussion erfordern würde, um die Implikationen und möglichen Folgen zu verstehen. Leute, diese Beobachtung betont die Notwendigkeit, über den Tellerrand zu schauen und sich der vielfältigen Bedrohungen für die Demokratie bewusst zu sein. In diesem Sinne, danke erstmal. Das war's für heute, liebe Zuschauer. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und eure Fragen zum Thema radikal und extremistisch klären. Ich habe euch meine Perspektive zu radikal und extremistisch dargelegt. Was denkt ihr? Habt ihr ähnliche oder komplett andere Ansichten? Teilt eure Gedanken und lasst uns diesen wichtigen Dialog weiterführen. Wenn ihr mehr solche Einblicke oder Diskussionen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und eure Gedanken in den Kommentaren zu teilen. Und falls ihr es bemerkt habt, ich hoffe, man hat mir meine Erkältung nicht zu sehr angemerkt. Weisheiten zum Mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig und aufgeschlossen. Euer Georg. Kommentare erwünscht.